Hallo liebe Lucia, ich grüße Sie liebe Jora. Hallo liebe Friederike, guten Morgen. Hallo Dajung. Hallo liebe Yin, ich grüße Sie. Buongiorno Agnese. So, ich grüße dich Leo. Hallo lieber Junsung. But I think you should do every day a scale in a slow tempo and where you can just relax everything, your shoulders, your head, your fingers, your arms, and enjoy a beautiful sound and just listen to yourself. Yeah. And go ahead, maybe only 2 notes and you breathe. Yeah. Refreshing bath, yeah. And lift your head. Das können Sie auch noch viel mehr übertreiben, diese ja. Echo. Auf der Dominanz Septe wirklich zeigen, das ist der Climax von dieser Bariolet-Stelle. Ja. Und dann baut es wieder ab. Und wissen Sie, Friederike, wenn dann so ein befreiender Moment kommt, ja, diese chromatische Tonleiter, die sich aufbaut, die Spannung, die sich aufbaut und dann endlich im G-Dur sich befreit, dann darf man das auch ein bisschen in Ihrem Gesicht sehen. Ein paar Kleinigkeiten. Erster Anfang, man muss die 1 spüren, Lucia. Also wenn Sie anfangen und 1, 2, ja, Sie machen so. Sie fangen direkt an. Es ist sehr wichtig, dass man den Takt von vorne beginnt. Also Sie denken den Auftakt und dann fangen Sie vorne an. Ja, das ist wirklich wichtig. 1, da, 1, da, da. Das müssen Sie sich angewöhnen. Und das andere ist, wenn Sie... Ich glaube, ich habe Ihnen das schon gesagt. Wenn nicht, dann sage ich es Ihnen jetzt. Wir haben nur einen Ton auf der D-Seite. Ja. Machen Sie dafür nicht, benutzen Sie nicht Ihren Arm. Im Moment tun Sie das. Und dann haben wir ein Problem, weil es so schnell geht, dass der Arm nicht so schnell mitkommt. Das heißt, das machen wirklich nur die Finger und der Ellbogen bleibt auf der A-Seite, der bewegt sich nicht. Just concentrate here. So not too much bow and not too much weight. Yeah, very light here. Da sitzt der erste Finger schon. Ja. Bei Ihnen irgendwas passiert da. Es ist nicht viel, aber wir reden ja hier jetzt über anspruchsvolles Cellospiel. Da ist sowas wichtig. Ja. Also bitte üben Sie erstmal das und dann stoppen Sie den Bogen und tauschen aus. Ja, vorbereiten. Ist bei Ihnen auch nicht ganz sauber, diese Dezime. Doch, Dezime ist richtig. Wie üben wir das? Das ist, was in der linken Hand passiert. Erster geht auf D.
während Sie das tiefe D spielen, geht der erste aufs hohe D. Und der dritte muss auch noch aufsetzen. Nicht bei Ihnen. Und jetzt der Bogen. Sie wissen schon, was ich jetzt sage. Noch mehr darauf achten, weil wir ja so schnelle Seitenwechsel haben, dass wir den Arm eigentlich auf der A-Seite lassen und sozusagen mit den Fingern auf G- und D-Seite gehen. Also wir fangen an auf der G-Seite von mir aus, da sind wir nach unten. So, aber jetzt bleiben wir auf der A-Seite und gehen mit den Fingern auch vor allem hier. Das ist sehr wichtig, dass Sie das gut üben hier, diese Fingerstreckgymnastik hier. Richtig schön. Daran muss man arbeiten, damit das hinterher gut klingt. Aber es muss im Tempo sein, ja? Nicht zu schwerfällig. Das müssen Sie ins Tempo kriegen. Also wie übt man diese Stelle am besten? Zuerst Legato, bitte. Ich weiß nicht, ob wir das schon besprochen haben. Einfach 4 Runden und wieder zurück. Dann mit Rhythmen, punktiert. Sie merken schon, der unangenehmste ist dieser hier. Den muss man für sich üben, ja. Und dann erste lang. Letzte lang. Und so weiter, aber immer noch alles Legato. Und dann, sehen Sie? Und so weiter, ja. Und das muss man viel arbeiten. Und dann aber bitte, dann muss das im Tempo von Anfang an sein. Und man muss natürlich auch vorsichtig mit dem Bogen umgehen. Das ist ja, dieses Verhältnis von Gewicht und Geschwindigkeit, Lucia, das muss man ja ständig anpassen. Je nachdem, was man spielt. Wenn Sie Brahms, ist das ein ganz anderes als oder ist auch wieder ein ganz anderes oder wieder ein ganz anderes. Also ständig müssen wir unser Bogen den Verhältnissen anpassen. Sozusagen, ja, wie viel Gewicht nehme ich, wie schnell, wie langsam streiche ich und an welcher Stelle streiche ich. So, da geht es schon los mit der Intonation. Das ist schwer, wenn Sie zum Cis kommen. Das ist leider noch nicht sauber und Sie bereiten es nicht vor. Ja, Sie spielen und dann sind Sie zu hoch. Bitte. Das gilt eigentlich für alle Lagenwechsel. Man muss ein bisschen sozusagen, ich würde nicht sagen schummeln, aber immer den Ton vorbereiten, sodass Sie es schon vorher hören, so wie ein Zauberer das macht. Er bereitet vor, er weiß, was da kommt, aber das Publikum weiß es nicht. Also wenn Sie jetzt habe ich es noch so deutlich gemacht, dass man es vielleicht schon noch hören kann, aber man kann es dann auch ganz verstecken. Wichtig ist, dass Sie wirklich vorher schon da sind mit Ihren Fingern. Ja, also üben Sie bitte immer wieder sowas. Und dann zum Beispiel, also ich erinnere mich zum Beispiel, so ein Ton, bisschen zu langsam vibriert, bisschen zu gleichgültig.
mit einem Leuchten in ihren Augen. Ja? Und ja, und fühl diese Gabeln. Spielen Sie solche Töne erstmal. Ja? Nur D. Und hören Sie sich genau zu. Auch vierter Finger muss man dann wirklich. Ach, ja. Sehnsucht. Alles, was Ihnen einfällt an Emotionen, muss da rein. Ja. Nehmen Sie sich Zeit für diese tolle chromatische Überleitung. Okay, let's talk quickly about the Strauss. I'm really impressed. This whole first page is very good. Really very good. You practice a lot. Bravo. Diese die Pause, die Sechzehntelpause ist wichtig für den Ansatz der Note. Ja. Dieses Platzieren des Bogens. Ja. Und das machen Sie gar nicht mehr hier. Sie spielen. Das ist es nicht. Ne? Dann wird das zu weich. Schon lange Viertel, übergebunden, aber Pause. Hier nicht mehr. Ne? Also. Das ist auch toll. Dann dieser Unterschied zwischen dem doch eher rhythmischen durch die Pausen und dann das melodische ohne Pausen, das Singen, wenn wir bei Neun, beim Forte angekommen sind. Auch der Effekt ist gut, ja. Wir haben nicht ganz so viel Zeit, wir müssen ja weiterspielen, aber ja, bitte nicht zum G rutschen. Ja, bei der zweiten Stelle geht es zum dreifachen Fortissimo. Zum dreifachen Fortissimo und dann wieder zurück zum Piano. Davon ist 0 bei dir zu hören. Also was muss man machen, wenn man dreifaches Fortissimo hat? Das funktioniert natürlich nicht. Du musst einfach mehr Bogen nehmen. Wenn du wieder Piano. Übertreiben, Leo. Es klingt jetzt wahrscheinlich schrecklich, ja, im Mikrofon, aber glaub mir, im Konzertsaal kein Problem. Viel Bogen, kann ruhig ein bisschen, an der Stelle kann es ruhig ein bisschen kratzen. Es kommt auf die Energieübertragung an. Sollte nicht sein. Noch eine Kleinigkeit. Wir haben das A hier ist die Terz von Fis-Moll. Ja. Aber dieses ist der Grundton von A-Dur-Sept-Akkord. Und deswegen finde ich das sehr wichtig, dass wir hier nicht leere Saite spielen, sondern mit Vibrato. Das ist so eine harmonische Wendung zum Guten hin. Ja? Es ist ja so, ich weiß nicht, ob ich Ihnen das schon gesagt habe, wir haben diese beim ersten Mal, beim zweiten Mal haben wir aber, also diese Steigerung, ja, wenn man das ein bisschen raushören könnte, wäre schön. Ja? Und bitte danach Vorsicht übrigens, das F klingt zu tief. Ich glaube, es ist gar nicht zu tief, aber das ist so eine Sache, da hatten wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Sie ziehen ihr Vibrato nach unten und dadurch wird die Tonation. Ja, irgend sowas, das klingt zu tief.
kommen sie mit ihrem Arm rum, ja, alte Geschichte. Und dann sie spielen. Ich weiß nicht, welche Aufnahme Sie da gehört haben, die Ihnen so gut gefallen hat, dass Sie das unbedingt nachmachen möchten. Ich bin nicht so ein Freund von sowas, ja, sondern ich finde, wir müssen uns immer an den Noten orientieren. Natürlich gibt es bestimmt große Cellisten, die vielleicht so gespielt haben, ja, aber die ganze Persönlichkeit in dieses Haar gelegt haben und ewig lang gewartet haben, um die Spannung zu halten. Von mir aus, wenn man so eine große Persönlichkeit ist und dieses Konzert fantastisch interpretiert, kann man sich auch so eine Freiheit erlauben. Aber ich finde es ganz gefährlich, sowas nachzumachen. Also vor allem, wenn doch die Musik, ja, das zieht da sozusagen richtig rein für mich. Ja, also das ist wie ein Strudel, der weitergeht. Wenn man den plötzlich aufhält, ist nicht gut. So this is the first thing when you start, you have to have in mind that there is a fortissimo coming. So don't force it too much. Yeah, of course it's forte and it's the entrance of the solo instrument. You know, the hero appears on the stage, of course. Yeah, but so it's big, but it's relaxed rather than too much tension yet. Yeah, because here, yeah, this is this one level more, and also the energy and the sound, everything. Yeah, so you have to have this in mind when you start. We need the first finger. You have to know the notes. Yeah, A sharp, C sharp, F sharp, A sharp, C sharp, F sharp, A sharp, C sharp, F sharp, backwards. Imagine in your mind the notes. Yeah, so now comes C sharp, A sharp, now F sharp, C sharp, F sharp, A sharp, C sharp, F sharp, with different rhythms. And then next one would be put the second finger on the A string and the first finger on the D string. I think anymore because this difficult shift is much easier on one bow because you just, you know, go there with really with pleasure, with joy, and you listen. You practice so also, you know, transpose. Just a question of listening, and you know, then you will really enjoy this. And now please. Again, first finger goes to A. So practice this. Maybe. Then prepare, yeah. When you no. So your left hand first and then right hand. Ja. Oh, ja, man sieht die richtig, die mit ihren Masken auf, ja, und so Kimono groß, ja.
versuche Ihnen nur zu zeigen, das ist nicht bam 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 bam, ba yata hata ham pam pim pa. Das ist das hier überhaupt nicht. Ja, das ist kein Haydn, das ist ganz verrückte Musik. Das ist spannend. Lauter Überraschungen, lauter Effekte, verschiedene Klopfinstrumente, ja, wenn Sie Pizz spielen, nachher, wenn Sie dieses Bumm, ja, große Trommel, oder stellen Sie sich da verschiedene Instrumente vor. Wäre besser, Sie sind immer aufdringlich wegen dem Pizz, auch hier, ja, wenn Sie Abstrich, damit Sie da schnell hinkommen. Auch wegen dieser, also die Geste, ja, da, das ist eine Abstrichgeste, ja. Und nehmen Sie sich Zeit und hier auch Zeit. Oh, halten Sie die Spannung, ja, wenn Sie spielen. Also, Sie beginnen schön, ganz, ja, ohne Vibrato, spannungsvoll. Allerdings dann muss doch innerhalb dieses ersten Fiss sich die Farbe schon ganz ändern. Ja. Es muss schon sozusagen richtig warm werden. Con molto espressivo. Ja. Das heißt, wenn wir ohne anfangen, ist schön, aber dann... Ja, bei Ihnen passiert so ein bisschen zu wenig espressivo, ja, zu langsames Vibrato für meinen Geschmack. Und dann diese Akzente, die so insistieren, ja, bis zum Sforzato. Ja. Bisschen mehr mit dem Bogen auch zeigen. Ja. Toll, dieses C. Ja. Wir sind eigentlich... Oder... Aber wie auch immer, das ist Überraschung. Ja. Zeigen Sie das ein bisschen. Und jetzt diese Akkorde auch mit Richtung, nicht zu langsam. Ja? Also wir wollen, das wollen wir ja hören. Ja? Und auch hier der Klang. Sie müssen auch die Quinte immer schön runterdrücken. Ja? Und oben, wenn möglich, vibrieren für die Linie. Den letzten kann man vielleicht ein bisschen, ja, trotzdem Semplice, also ich würde sagen wirklich obere Hälfte, damit das sowas ein bisschen wie ein Geigerstrich. Und hier muss man ein bisschen zum Stehen gehen, damit die D-Seite trotzdem noch gut klingt. Achtung! Intonation. Zeigen Sie diese besondere Harmonik hier. Das wäre normal. Sonoro steht hier, also hier kann man schon ein bisschen mehr Klang. Vor allem auch, weil wir ja gleich aus diesem hier wieder, ja, und diese kleine Überleitung nicht zu sehr, das ist langweilig, ja, also zusammenfassen. Und jetzt diese plötzlich As-Dur.
Vibrato hierhin, ja. Vibrato. Sogar hier. Geheimnisvoll. Kennen Sie diese spanischen Fächer, ja, so wie die spanischen Frauen im Sommer? Die fächern sich so Wind zu, ja. Und die sind aus Spitzen, da kann man so ein bisschen durchgucken. So stelle ich mir das ungefähr vor hier. Ja. Das heißt auch ganz leichter Bogen, wenig Haare, Griffbrett hier. Wieder. Achtung jetzt. Das war sehr unsauber bei Ihnen. Genießen Sie diese kleine None hier und dann große Septime. Kleine None, große Septime, alles gleich. Ja, also Steigerung. Ein bisschen das denken. Im Accelerando noch den Takt ein bisschen empfinden, ja? Gut.